und herzlich willkommen zu meinem Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich bin hier gerade bei meinem Wiesencheck. Wollte mal eben nach Hadassa gucken und den pH-Wert messen und denke so, okay, pH-Wert messen kann ich mir sparen. Hadassa hat sich hier im Paddock eine super doofe Stelle gerade ausgesucht, um hier Fohlen zu kriegen, ehrlich gesagt. Hier so neben dem Nachbarsgarten. Aber gut, ich lasse sie jetzt mal gerade in Ruhe. Ich bin also wirklich vor 2 Minuten zufällig hingekommen, habe mir noch die Kamera umgehangen, dass ich den ganzen Paddock hier heute Nacht sehen kann. Weil ich ja damit gerechnet habe, dass das Fohlen nächste Nacht kommt. Aber tada! Da kommt es. Ich lasse ihn mal ganz in Ruhe. Ich stehe jetzt auch hier gerade, der Paddock ist nochmal unterteilt, die können aber auf beide Seiten gehen. Ich stehe jetzt hier nochmal auf der anderen Seite. Hat sich ganz blöd hier neben diese Kiste gelegt. Da kommt ein Kopf und ich sehe 2 Füße. Ich sehe 2 Füße. Ja, wäre gar nicht so schlecht, wenn du dich nochmal anders legst. Ich hatte mich schon wieder auf eine schlaflose Nacht eingestellt, aber so wie es aussieht, wollte sie nicht mehr bis heute Nacht warten. Sondern, also wie gesagt, ich bin hier seit 10 Minuten ungefähr auf der Wiese und sie hat plötzlich angefangen, sich hinzulegen und mit der Geburt hier zu starten. Mega Glücksfall. Ein bisschen später gekommen, wäre schon alles vorbei gewesen wahrscheinlich. Ja, die stehen halt hier gerade in diesem Paddock, weil hier überall ein Holzzaun außenrum ist, der halt A, fohlensicher ist, dass keiner rausflutschen kann und wir dieses Mordshochwasser und Unwetter gestern hier hatten. Gucken. Muss halt nochmal kräftig pressen, ja. Also der Kopf ist schon draußen und ich sehe beide Vorderbeine. Also das Fohlen liegt richtig. Da ist mal alles gut. Das ist mal kein Problem. Sollte hoffentlich alles gut gehen. Oh, die hat sich aber auch so blöd dann in diese Kiste gelegt. Aber ich will jetzt auch nicht reingehen und sie hochscheuchen und sie stören. Aber gut, ich meine, hinterm Fohlen ist genug Platz, dass es rausflutschen kann. Das ist nur so eine spannende Sache, weil wenn alles gut geht, lässt man die Stute natürlich im besten Falle alles alleine machen. Aber man ist natürlich schon immer ein bisschen unruhig, würde am liebsten helfen, damit es schneller geht. Also es ist auch immer nicht so ganz einfach dazu zu gucken und einfach zu warten, sondern ja, ich meine, wichtig ist halt einfach alles im Blick zu haben. Jetzt kommt der Kopf ganz raus. Man presst schon fast mit. Also man ist schon selber angespannt und presst irgendwie schon, spannt schon die Bauchmuskulatur mit an, wenn sie presst, als wenn man es dann mithelfen könnte, rauszudrücken. Das ist echt verrückt. Hadassa, schaffst du es oder muss ich ein bisschen... Soll ich dir ein bisschen helfen? Ist auch, glaube ich, so wie es jetzt auf den ersten Blick aussieht, kein kleines Fohlen. Okay, jetzt legt es sich nochmal anders hin. Mal gucken, ob es dann besser funktioniert. Manchmal, wenn die sich dann andersrum hinlegen. Kommt mitten ins Unkraut und in die Brennnesseln. Also wirklich in diesen Neben-Pseudo-Paddock mitten da rein. Ein Stück zurück. Aber normal stört die sich da nicht dran, wenn ich hier bin. Wie man ja sieht, sie hat ja angefangen mit der Geburt, als ich schon hier war. Okay, jetzt mal gucken. Manchmal, wenn die sich dann so auf die andere Seite legen, dann wird das auch nochmal besser. Und ich warte jetzt mal noch ein Momentchen. Wenn es dann nicht vorangeht, dann würde ich halt tatsächlich einfach ein bisschen nachhelfen. Also einfach ein bisschen Beine vom Fohlen packen und manchmal ist es einfach schwierig, die Schulter rauszukriegen, wenn die Fohlen ein bisschen größer sind. Dann, ja, schauen wir mal. Ich gehe mal eben rum, gucke mir mal genauer und helfe vielleicht mal, guck mal, ob ich ein bisschen mitziehen kann am Fohlen. Ich nehme euch gleich wieder mit.
So, mittlerweile sind tatsächlich ein paar Tage vergangen, seit ich den Anfang dieses Videos gefilmt habe, weil es gab doch ziemliche Komplikationen bei der Geburt von Hadassahs Fohlen. Also um das Ganze schon mal aufzulösen, wie ihr seht, da vorne laufen Mutter und Fohlen ganz gesund durch die Gegend. Aber wie man vielleicht auch so schon erahnen kann, das Fohlen ist ziemlich groß, wenn man jetzt so, ne, sie ist jetzt 5 Tage alt, wenn man sie so neben Hadassah laufen sieht. Und das war auch ein bisschen das Problem. Also ich hatte ja Glück, dass ich beim Anfang der Geburt sofort dabei war, habe aber dann irgendwann gemerkt, okay, Hadassah müht sich sehr ab und es flutscht einfach keinen Zentimeter weiter und habe ja dann auch nicht weiter gefilmt. Also wie gesagt, da gehen auch immer Ponys und so weiter vor Filmen. Also ich würde da niemals einfach weiter filmen, wenn da irgendwie ich irgendwo was tun muss oder Gefahr ist oder wie auch immer. Das ist ganz klar, dann kommt die Kamera weg und dann wird nur noch nach dem Pony geguckt. Ich habe dann geholfen, habe dann halt das Fohlen versucht mit rauszuziehen, also Hadassah da zu unterstützen. Das hat auch nicht so ganz gut geklappt, weil die hat ziemlich mit der Schulter festgesteckt. Weil wie man jetzt auch nochmal sieht, die ist einfach riesengroß. Ne? Also da, wenn man jetzt den Vergleich sieht, links zu dem Fohlen, das deutlich älter ist, oder nicht deutlich, aber fast 2 Wochen älter ist, ist halt echt Wahnsinn. Das ist einfach ein riesen Baby da rausgeschlüpft und sie steckte halt da mit der Schulter fest. Die ist halt auch kräftig, ne? Dafür, dass die jetzt erst ein paar Tage alt ist. Die hat ja schon einen Hintern, als wäre sie 4 Wochen alt. Und sie hat dann einfach mit der Schulter festgesteckt. Ich habe dann gezogen. Das ist halt, muss man auch sagen, es ist wirklich super anstrengend. Also das ist kräftemäßig nicht so zu unterschätzen, auch wenn es Mini-Shetties sind, wenn man dann wirklich so eine Fehllage korrigieren muss oder halt so ein Fohlen, was so groß ist, wirklich mit rausbekommen muss. Das Ding ist halt auch immer, mein Tierarzt braucht Minimum 20 Minuten, bis er hier ist. Es war Samstagabend, also sprich, es wäre deren Notdienst da gewesen, wobei ich muss meine Tierarztpraxis da wirklich extrem loben. Also die kommen immer, die kommen wirklich immer. Da ist 24 Stunden jemand erreichbar, an jedem Feiertag, wirklich jeden 365 Tage im Jahr. Und nur wie gesagt, es ist halt einfach, wenn so ein Fohlen schon im Geburtskanal ist, immer so eine Abwägungssache. Verplemper ich jetzt Zeit damit anzurufen und so weiter oder gucke ich jetzt schnell, dass ich selber helfe und das Fohlen möglichst schnell auf die Welt hole. Ich habe also dann erstmal versucht mitzuziehen, habe dann auch irgendwann die Schulter rausbekommen vom Fohlen. Normalerweise flutscht das Fohlen dann recht schnell hinterher, aber wie man sieht, das Fohlen hat ja einen ganz ordentlichen Hintern, ne? Ganz schön breites Becken, es steckte dann mit dem Becken fest. Und dann ist halt das Problem, das Fohlen war halt quasi bis ungefähr da schon draußen und dann ist ja irgendwann die Nabelschnur abgeklemmt im Becken der Mutter. Ne? Also wenn das Fohlen hier schon so hinten im Becken hängt, dann ist halt die Nabelschnur da irgendwann abgeklemmt und es bekommt keinen Sauerstoff mehr über die Nabelschnur. Es müsste dann einfach mal atmen, weil normalerweise flutscht es ja dann recht schnell raus. Das Fohlen hat auch vorne schon, also ich habe die Eihaut und so weiter natürlich aufgemacht, dass die Nüstern schon frei sind. Das Fohlen hat dann vorne auch wirklich schon so immer so nach Luft gezogen und es ging aber keinen Zentimeter weiter. Ne? Und das war dann wirklich ein Problem. Und ich hatte auch irgendwann wirklich keine Kraft mehr. Also man zieht dann mit solchen Kräften, wo man eigentlich denken würde, niemals damit rechnen würde, dass man so eine Kraft hat. Aber das funktioniert dann in dem Moment. Aber dann ging wirklich nichts mehr. Und dann habe ich zuerst versucht, bei meinen Eltern anzurufen. Die wohnen am nächsten dran an diesem Offenstall, also direkt nebenan quasi. Die waren aber nicht zu Hause. Dann habe ich meinen Mann angerufen, dass der rüberkommt. Der braucht auch nur, es sind auch nur 100 Meter, aber der braucht halt trotzdem jetzt ein paar Sekunden länger. Den habe ich dann auch sofort erreicht. Der ist dann auch sofort rübergekommen. In der Zeit habe ich weitergezogen und hatte aber dann in dem Moment, als er da war, das Fohlen draußen. Also das ist, man kann sich das vorher so gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich 3 Tage lang, hat mir wirklich alles wehgetan. Die Oberarme, die Schultern, der Nacken, die Oberschenkel von hinten vor allem, von diesem Hinhocken, weil ich ja die ganze Zeit gehockt habe hinter der Stute. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen 40-Kilometer-Marathon und noch 2 Stunden Bodybuilding hinter mir. Also es ist richtig extrem. Also ich war 2 Tage echt ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Aber ich hatte das Fohlen lebend draußen, das war das Wichtigste. Ich habe mir dann natürlich direkt die Nüstern ausgestrichen, habe sie also in Bauchlage gelegt. Ich muss mal gerade da unten, stiefelt Polly Pocket gerade durchs Wasser. Sieht immer so süß aus. Sorry, musste ich jetzt gerade mal dazwischen schieben. Und habe sie direkt in Bauchlage gelegt, habe sie abgerubbelt. Hadassah war natürlich auch fertig, die ist auch erstmal einen Moment liegen geblieben. Und dann war eigentlich alles gut, war ich froh, dass ich das Fohlen halt draußen hatte. Aber man hat dann gesehen, als sie versucht hat aufzustehen, dass sie neurologisch, also von ihrer Motorik her, ziemlich auffällig war. Also sie konnte ganz schlecht stehen, ganz schlecht aufstehen. Wenn ich sie hingestellt habe, die hatte mir den Kopf richtig nach hinten in den Nacken gerissen, seitlich weggedreht, das Maul aufgerissen, die Zunge hing raus und ist immer nach hinten rüber gefallen.
oder ist vorne direkt wieder runtergesunken. Also ich habe das auch gefilmt. Ich kann da gleich mal ein kleines Stück hinten dranhängen ans Video, dass ihr das einmal kurz sehen könnt. Also so einen kurzen Moment. Ich habe das gefilmt für die Tierärztin, weil ich halt in dem Moment dann direkt mich bei der Tierärztin gemeldet habe und gesagt habe, hey, ich schicke dir mal gerade ein Video, kannst du mal bitte gucken? Müssen wir da jetzt sofort was machen? Kannst du kommen? Muss ich in die Klinik? Wie auch immer. Wir haben dann ein paar Mal hin und her telefoniert und hin und her geschrieben. Sie hat es auch nochmal ihrem Chef gezeigt und wir waren uns dann einig, also entweder hat es einen Sauerstoffmangel unter der Geburt gehabt oder es ist so eine sogenannte Dummy-Foal-Geburt, also so ein Dummy-Fohlen. Das sind aber Fohlen in der Regel, die zu schnell geboren werden und dadurch ein bestimmtes Hormon, was normalerweise im Fohlen freigesetzt wird, sobald die durch den Geburtskanal wandern, dieses Hormon fehlt dann, weil die zu schnell geboren werden. Und die sind dann nachher immer, die haben keinen Saugreflex und so weiter. Da kann man aber auch so eine spezielle Technik machen, um die Fohlen dann fit zu bekommen. Würde jetzt dieses Video sprengen, kann ich gerne mal ein separates Video zu machen. Und da waren wir relativ sicher, das ist es nicht, weil sie hatten Saugreflex gehabt. Also Herzfrequenz, Atemfrequenz war normal, die Schleimhäute waren rosig und sie hatten Saugreflex gehabt. Von daher war man schon mal klar, dass es das nicht ist. Dritte Alternative wäre gewesen, dass sie ein Halswirbelsäulentrauma hat. Also einfach durch diese Schwergeburt, dass in der Wirbelsäule sich irgendwo was getan hat. Dann haben wir gesagt, okay, wir warten jetzt mal eine halbe Stunde ab. Ich habe die Stute sofort abgemolken, habe ihr erstmal Kolostrum über eine Spritze gegeben. Die hat super getrunken. Habe sie dann immer, weil sie auch gesucht hat, habe sie dann immer hochgehoben. Sie quasi auf dem Schoß gehabt und dann hat sie liegend quasi bei Hadassah getrunken. Mehrmals, richtig gut, richtig viel. Hat sich auch nicht verschluckt, hat super geschluckt, super gesaugt. Also das war alles gut. Da war schon mal klar, das ist kein Problem. Und dann habe ich mit der Tierärztin mehrmals hin und her gesprochen. Dann waren wir nach einer halben Stunde so weit, dass wir gesagt haben, okay, ich packe die beiden ein und wir fahren nach Gießen in die Uniklinik. Die haben eine sehr gute Gynäkologie da und lassen das Fohlen da nachgucken. Ja, ich hatte dann, es war mittlerweile irgendwie, die Geburt ging um 6:15 los und ich konnte halt auch nachvollziehen, dass dieser Zeitpunkt, wo das Fohlen mit dem Becken feststeckte, keine 3 Minuten gedauert hat, bis ich es raus hatte. Also wir konnten das auch so grob eingrenzen, wie lange sie da in dieser blöden Situation gesteckt hat. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal mein Auto tanken, ich muss den Anhänger anhängen und dann packe ich die beiden ein und fahre nach Gießen. Da war das Fohlen ungefähr 1,5 Stunden alt. Habe dann die Beine in die Box getan, hier unten bei uns im Offenstall, da hing die Kamera. Haben dann auf die Kamera, habe ich dann geschaut, habe sie dann da immer mir angeguckt und verfolgt und habe dann das Auto getankt, Anhänger geholt, nochmal auf die Kamera geguckt und plötzlich, also das Fohlen, als ich gegangen bin, lag flach auf der Seite in der Box und hat tief und fest geschlafen. Habe sie dann einfach schlafen lassen und plötzlich sieht man dann auf der Kamera, dass das Fohlen ganz normal in der Box umhermarschiert, als wenn nichts wäre. Und ich habe das dann abgefilmt, habe es der Tierärztin nochmal geschickt und sie so, okay, dann guck erst mal, vielleicht ist jetzt auch alles gut und du brauchst nicht fahren. Bin ich dann rübergegangen. Oh, die arme kleine Jellybean hier gerade. Die Mama ist auf die andere Bachseite gegangen und sie hat den Anschluss verpasst. Ja, du armes Mäuschen, du musst auch darüber gehen. Ja, jedenfalls haben wir dann, bin ich dann nochmal rüber, habe das nochmal gefilmt und das Fohlen war von jetzt auf gleich, als wenn nichts gewesen wäre. Die hat normal getrunken, die ist normal rumgelaufen, die ist aufgestanden, hat sich hingelegt, ganz normal. So, wir haben dann die ganze Gießen-Sache wieder abgeblasen, nach Rücksprache mit der Tierärztin. Ich habe sie dann die ganze Nacht auf der Kamera beobachtet und dieses Fohlen, also sie haben beide sehr, sehr viel geschlafen. Auch Hadassah hat extrem viel gelegen die erste Nacht und auch den nächsten Tag noch, bevor ich sie dann wieder auf die Wiese gebracht habe. Die haben beide sehr viel gelegen, weil die einfach platt waren. Aber es ist nie wieder was gewesen. Also dieses Fohlen war danach einfach völlig normal. Also unglaublich. Wenn ich es nicht gefilmt hätte vorher, dieses komische Verhalten, würde ich ja selber denken, ich spinne und hätte Quatsch erzählt. Aber ich hänge euch jetzt, ich will euch jetzt auch nicht hier zu lange damit voll labern, ich hänge euch jetzt ganz am Ende nochmal einen kurzen Einblick ran, wie das ausgesehen hat, wenn das Fohlen halt so hinten rüber gestürzt ist und wie die sich verhalten hat, die ersten ungefähr 50 Minuten oder so, bis sie dann tief und fest geschlafen hat und aufgestanden ist, als wenn nichts wäre. Also das kann ich euch jetzt gleich gerne mal hinten dranhängen. Vorerst, guck mal hier, sind mir alle Ponys abgehauen. Lucy steht im Wasser und frisst vom Ufer, das ist auch gut. Bonnie möchte auch ins Wasser und Lucy kühlt sich die Füße beim Fressen. Ich hänge euch das Video jetzt ganz kurz hinten dran. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Namensvorschläge mit H. Ich hatte bei Instagram auch schon mal nachgefragt, ganz viele Vorschläge bekommen, aber schreibt mir gerne noch welche in die Kommentare. Und als nächstes kommt dann das Übersichtsvideo zu allen Fohlen und zu meinen Gedanken dazu, wer bleiben sollte, wer eher verkauft wird. Das kommt dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne ein Däumchen nach oben verteilen und ich sage hoffentlich bis bald. Bye.